Mercedes-Benz 4x4, hier steht er. Wir sind in der Schweiz und ein Unternehmen aus Deutschland, Behl Mobile. Ich grüße dich ganz herzlich. Dein Name? Erhard Behl. Hallo Erhard, ich grüße dich herzlich. Ihr baut Campervans, mit denen man auf schlechten Wegen auch prima unterwegs ist, gell? Jawohl, nicht nur auf schlechten Wegen, auch im Gelände. Das Fahrzeug ist relativ geländegängig. Es gibt jetzt demnächst eine neue Automatik. Was ist dein Tipp bei der neuen Automatik? Ja, da weiß ich noch sehr wenig drüber. Sie ist permanent, hat einen permanenten Allradantrieb und die Karosseriehöhe bzw. die Bodenfreiheit ist wie beim Serienfahrzeug. Das heißt, man hat etwas mehr Platz. Von der Fahrzeughöhe ist es nicht ganz so hoch, aber ich schätze mal, dass es da auch Höherlegungssätze gibt. So, das ist das super Hochdach. Das ist die Länge 6,98 Meter, glaube ich, ist er lang. Und das Coole bei dem Fahrzeug ist, du kommst damit nahezu überall durch. Es hat eine Vollautomatik, es hat keine Sperren, aber es funktioniert trotzdem gut, oder? Ja, doch, das hat eine Sperre, eine Hinterachssperre. Ja. Hat's drin. Hat's drin. Ja, und eine Untersetzung. Eine Untersetzung, die hast du mit reingewählt. Das ist aber nicht der Sechszylinder noch, oder doch? Doch, das ist der Sechszylinder noch. Der Sechszylinder noch. So, es gibt ja leider keine mehr, oder? Ja. Schade. Ja, aber mein Gott, ich fahre zurzeit den Vierzylinder jetzt mit 163 PS. Geht, aber der Sechszylinder war nochmal was ganz anderes. 7-Gang Automatik, eine Wandelautomatik? Ja. Ja, der steht schön hier, oder? Ja, der kommt auch gut an. 3,5 Tonnen ist ja das Credo, das ist hier nicht zu machen, oder? Nein, Allrad 3,5 Tonnen ist unmöglich. So, Sattanlage ist drauf, da hast eine Thule drauf gemacht. Elektrisch, die Thule? Ja. Okay. Lithiumpaket hast du drin? Lithiumpaket, 2 Batterien und insgesamt 200 AH. 200 AH. Jetzt, wie er hier steht, Preis ungefähr? 160.000 ungefähr. 160.000, das ist Handarbeit, ihr seid eine kleine Manufaktur? Ja, bei uns ist jedes Auto wird nach Kundenwunsch angefertigt und auch die Komponenten. Das Auto hat zum Beispiel eine Fußbodenheizung, eine Wasserfußbodenheizung. Eine Wasserfußbodenheizung? Jawohl, also ähnlich alte, okay. Nur wir haben einen Dieselbrenner. Ihr habt den Dieselbrenner mit Wärmetauscher dann drin, ja. Und habt dann hier eine Fußbodenheizung. Da sieht man so ein bisschen der Aufbau. Das ist eine ganz andere Wärme, die drin ist. Ja, ja. Also die Heizung ist zwar etwas träger wie Luftheizung, aber angenehmer. Das Interessante ist das Fahrerhaus. Da habt ihr euch einige Mühe gegeben, das Fahrzeug zu isolieren. Denn ich sag mal so, das ganz große Problem ist ja immer die Scheibe vorne. Du kannst unglaublich viel machen, aber dann sind die Originalscheiben drin. Oder was habt ihr gemacht hier? Ja, wir haben vorne die Originalscheibe haben wir drin gelassen. Wir werden da noch eine beheizte Fußmatte reinlegen, ne, die man auch durch Schnellverschlüsse wieder rausnehmen kann. Und isoliert ist er mit 20 mm extrem und die Hohlräume sind ausgestopft mit Hanf. Mit Hanf? Ja. So, wer sich da ein bisschen auskennt, 20 mm extrem ist nicht gerade das billigste Material am Markt. Nee, das ist nicht gerade das billigste, aber es isoliert wie eine 35er Mauer. Das ist wirklich so. Also das heißt, du kannst damit im Winter mit der Heizung, die drin ist, locker bis minus 30 Grad, das wird gehen? Ja. Die Schweizer, die sind nämlich gern schon mal unterwegs. In Nordschweden, da weißt du ja selber, bis minus 40 Grad, minus 50 Grad. Ja, das stimmt. Ja, bitte? Da hat man aber dann Probleme mit Diesel. Das ist so. So, das ist jetzt die Nordic-Version von Mercedes, die du da bestellt hast? Also es gibt die entsprechend große Version mit der großen Lichtmaschine und der stärkeren Heizung und so weiter? Nee, ich habe normal. Ganz normal. Da ist die Webasto mit drin. Ist das eine Notheizung oder ist das die Hauptheizung hier vom Fahrzeug? Das ist die Hauptheizung. Ach, du hast über einen Wärmetauscher die Fußbodenheizung angeschlossen? Ja. An der Webasto? Ja. Das ist ja schlau. Ja, man muss immer ein bisschen kreativ sein. So, das ist normalerweise ein Punkt, wo wir gerade stehen. Da ist ein Riesengelenk mit drin, was ganz hässlich ist. Das galt es zu umbauen. Das hast du gut hinbekommen. Ich zeige das mal gerade hier vorne. Schön geworden. Ja. Alles Handarbeit. Alles Handarbeit. Holz. Ja. So, da vorne ist deine Kochecke. Das hier ist so ein ganz normaler Grundriss, wie ihn der liebste Deutsche ja liebt. Ja, Längsbetten hinten. Das heißt, du hast die Küche direkt am Eingang mit dabei. Ihr habt noch einen zweiten Grundriss dabei? Ja, der zweite Grundriss steht nebendran. Das ist dann ein 6 Meter Fahrzeug mit Hochdach.
Mit Hochdach. Ist ein anderes Konzept, oder? Das ist ein anderes Konzept. Das ist also, der hat dann auch Luftheizung drin. So. Luftheizung. Und da vorne ist von Chan das Kochfeld, das eignet sich ganz hervorragend, oder? Ja, das ist, sieht optisch gut aus und ist mal was anderes als wie das 0815 von Dometic oder Detfat. Die Türken, die haben es richtig drauf, sage ich nur. Wenn die was bauen, dann ist das ordentlich. Du hast einen Backofen drin von Dometic? Ja. Ein Backofen? Das ist ein Backofen, der geht mit Gas. Im Van hast du einen Backofen mit drin? Prima. Das heißt, das Gas ist nur noch zum Kochen da? Das Gas ist zum Kochen da und für den Backofen. Das ist hinten drin 5 Kilo Gas. Und die läuft dann ewig. Die läuft ewig. Wenn du mal kurz hier vorne mal aufmachst, so einen Schrank, dass ich mal reingucken kann, wie das so gemacht ist. Das ist ein tolles Fahrzeug, muss ich sagen. So, alles in Handarbeit. Ja. Ihr seid auch Schreiner, nehme ich an? Ja, da ist Holzgeschirr. Holzgeschirr, genau. Sehr süß. Und das Besteck. Und da ist das Besteck drin, ja. So, jetzt hast du ja hier, ich sag mal so, der Mercedes-Benz ist ja nicht das perfekte Reisemobil-Kastenwagenfahrzeug aufgrund dessen, dass sich das nach oben ein bisschen verjüngt. Und da muss man natürlich, die Form muss man überall anpassen, gell? Ja, die Form muss man anpassen. Und der verjüngt sich nicht nur nach oben, der hat auch in der Längs, hat er auch Katastrophe. Einen Bauch. Ne? Also es sieht unglaublich schick aus dafür, aber es ist zum Ausbauen, ich glaube, nicht gerade das Beste. Nicht gerade das Beste. Das heißt, gerade ist anders, oder? Ja, gerade ist. Du hast es trotzdem hinbekommen, dass alles von der Flucht her komplett gerade ist. Ja? Das heißt, du musstest alle Möbelteile anpassen, alles muss neu. Gut, jetzt muss man sagen, der ist ja innenbaugleich mit dem alten, oder? Das heißt also, die Maße und das hat dir geholfen. Nee, bei uns wird jedes Teil extra angepasst. Okay. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel diese Wand um 10 cm in der Länge versetze, habe ich hinten eine andere Kontur. Oh mein Gott. Das macht ja gar keinen Spaß. So, die Tür, die geht komplett auf. Mach mal auf, bitte. Nee, die geht nur so weit. Die geht so weit auf. So, schlägt den an. Dann komme ich noch mal rein zu dir. Warte mal. Das ist nämlich ein Riesenproblem, in so einem Fahrzeug ein Bad reinzukriegen, bei dem du dich noch einigermaßen bewegen und drehen kannst. Hier oben sieht man es. Aber trotzdem, die Leute lieben Mercedes-Benz, oder? Ja, ja. Dafür nehmen sie alles in Kauf. Da hast du ein Echtholz Rost reingemacht. Ja. Ist das schön, oder? Echtholz Rost und eine Edelstahl-Duschwanne. Mit 2 verschiedenen Abläufen. Ja. So, das sind die Warmwasserausströmer von Alde, die du dann verwendet hast. Ja. Die an der, ich fasse es nicht, an der Dieselstandheizung dranhängen. Ja, das ist... Ja. So. Man muss kreativ halt sein. So, da ist das Waschbecken, kannst du wegklappen. Das ist auch cool gemacht. Das ist zeitgleich Dusche, nehme ich an. Ja. Und dann hast du hier auf Wunsch natürlich eine Tedford mit drin. Da ging natürlich eine Trenntoilette auf Wunsch. Auf die Trenntoilette geht auch rein, ja. Aber du hast viel Platz. Wenn ich jetzt hier reingehe, man fühlt sich gar nicht so beengt. Du kannst die Tür richtig zumachen. Ja. Okay. So, jetzt ist hier vorne noch ein kleines Brett mit drin. Das hat wahrscheinlich irgendeine Funktion, oder? Das Brett hat die Funktion, dass wenn man die Tür ein bisschen aufmacht, dass man da einen Abschluss hat. Ach, du kannst ein Raumbad benutzen und trotzdem kann keiner reingucken, ja. So ein bisschen. Oder ich bin mal am Klo, da vorne sind sie noch am Feiern, Skat spielen. Ja, da kann ich dazu machen und dann ist gut. Ne? Das ist eine tolle Idee. Und jetzt habe ich viel mehr Platz hier drin. Gut, es ist eng. Also wenn ich jetzt sehr kräftig bin, das heißt, bei dir einfach nachfragen, ich bin sehr kräftig, ist das Auto noch geeignet? Das ist dann schon. Ja, aber du hast Lösungen. Ja, da kann man das ein bisschen länger machen. Oder, ne? Man hat auch durch den Backofen ist das Küchenteil ziemlich breit und deswegen ist es auch so breit. Man könnte da auch noch einmal 5 cm wegkreizen. Ah, du hast jeden Millimeter genutzt. So, und das Beste ist hier das kleine Schränkchen. Ich zeig's mal gerade. Was du einfach öffnen kannst. Da hast du richtig viel Platz drin, den du auch beim Duschen nutzen kannst. Das heißt, du brauchst hier einen Duschvorhang eigentlich? Nö. Nee, braucht man nicht. Die meisten nehmen das ohne Duschvorhang. So, das hier wird einfach eingeklappt. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, dann hast du ein Fenster drin. Ich kann einmal querlüften. Ja. Dadurch, dass das alles natürlich offen ist. Oben das Material, das speichert ein bisschen die Feuchtigkeit, das drin ist? Das ist der normale Stoffhimmel, wo wir verwenden. Und aber das macht nichts, wird ruckzuck wieder trocken. So, da vorne, das ist so ein Profil, mit dem das Ganze steifer wird, weil das hier ist ja auch Leichtbau. Trotzdem, du hast es geschraubt, unverklebt. Ja. Cool.
Ah, das macht Spaß zuzusehen. Das heißt, du siehst die Technik auch hier drin noch, gell? Ja, das ist so gewollt. Ne? So gewollt. Das ist der Dometic, der geht aber jetzt nur eine Seite auf. Das langt. Ich mache ihn immer auf derselben Seite auf. Ich weiß gar nicht, ich kann ihn auf beiden Seiten öffnen, ich mache ihn immer nur zur gleichen auf. Ja, das ist so Gewohnheit. Zu 90% reicht da eine Seite. Ne? Okay, man kann ihn sogar umbauen. Das heißt, wenn man das dauerhaft haben möchte, die andere Seite geht auch. Dann hast du Schränke hier drin. Das ist ein Kleiderschrank, ist auch drin? Ja. Da ist ein Kleiderschrank. Für hängende Kleidung. Ja. Wow, ist der groß. Im Kastenwagen. Das fehlt bei vielen anderen. Die haben keine Kleiderschränke drin. Bettlänge von dem jetzt? Da herüben ist es 1,85 und da herüben ist es 2,5 Meter. Okay, das heißt, du hast zwei Seiten. Eine für den Herrn wahrscheinlich oder für die Dame. Ja. Es dauert ja noch ein bisschen, bis die Damen grundsätzlich größer sind als Männer. Aber das wird ja vielleicht auch noch kommen. So, warte mal, ich mach mal zu, denn das ist jetzt das Raumbad. Jetzt schließe ich mal ganz kurz hier das Brettchen. Ziehe nochmal hier zur Seite. Jetzt ist es geschlossen und jetzt sieht man auch mal, dass du noch Platz hast. So, Das ist Heizung, ja. die Warmwasserheizung. Da sind ein paar Konvektoren drin, da herüber einer und da drüber einer. Und ich habe da noch einen Thermostat, wo ich also die Wärme unterschiedlich regeln kann, dass es da hinten nicht so warm ist wie vorne zum Beispiel. Okay, ganz wichtig für nachts. Für nachts, ja. Dass es morgens dann im Bad noch ein bisschen warm ist. Und oben mal bitte den Schrank öffnen. Das ist ja beim Sprinter immer so eine Sache. Das ist wirklich so. Das heißt, der Schrank hier ist jetzt ein bisschen größer als hinten. Ja. Der Sprinter, ich sag nur. Und das sind ja mal Beschläge hier. Toll. Ja, ich habe noch nie was von euch gehört. Jetzt das erste Mal. Bin ganz beeindruckt. Ihr habt natürlich ein Gewürzregal mit eingebaut. Die wichtigsten Sachen sind schon drin. Das hier ist ja, ich sag mal, ein sehr, sehr zweckmäßiges Fahrzeug. Wir reden ja jetzt nicht über innen drin jetzt ein Designwunder, sondern es ist gebaut, um darin zu leben. Genau, ich halte nichts von Design, es muss funktional sein. Ist trotzdem schön mit dem Weiß, also ist ordentlich. Habe ich die Möglichkeit, die Holzfarben zu wählen, wenn ich sage, ich hätte es gerne? Jawohl, wir können die Möbel, Dekore selbst beschichten. Wir können jedes Türle, jedes Schränkle können wir mit einer anderen Farbe oder mit einem anderen Muster belegen. So, und damit die Halterung nicht klappert, ich sag mal so, das ist ja nicht dein Problem, die Halterung. Hast du quasi ein Hightech-Teil erfunden? Nee. Das wird da unten reingedrückt und dann ist Schluss mit Klappern. Gell? Ja. Ich finde das genial. So, hier vorne ist noch ein großer Schrank. Ah, da ist die Sachanlage. Cool. So. Hubstützen, wäre das möglich? Bei 4x4 macht es keinen Sinn, oder? Nee, da macht es keinen Sinn, aber möglich ist es schon. So, wenn einer sagt, ich hab's denn normal drin, so da vorne hast du eine Arbeitsplattenverlängerung. Ja. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, darunter ist noch ein Schrank, wie groß der ist, weil Leute vermissen nämlich Schuhschränke, das ist der Mülleimer. Da kann ich einen Mülleimer reinstellen, kann aber auch Schuhe reinstellen. So, und hier ist die Heizung drunter? Nein. Stauraum? Da ist Stauraum drunter. Nee. Doch. Wo die meisten den Tank oder sowas drunter haben. Tanks sind wo bei dir? Der Tank ist hinten. Tank ist hinten, das ist Stauraum. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil meistens fehlt es ja bei den Autos. Ein Tresor hast du mit drin, mit Doppelbadschloss. Das heißt, so ganz so schnell kriegst du den auch nicht auf. Nee. Moment, muss ich mal. Und das da ist ganz interessant. Da vorne ist jetzt zu sehen, da vorne ist der Wärmetauscher, der mit drin ist. Und hier hast du dann einen Teil vom Lüfter mit drin. Ja, das ist ein Konvektor und hinten dran ist der Lüfter. Ja. Ne, das zusätzliche Heizung ist das. Den kann ich schalten in 2 Stufen und da bringt er 300 Watt und auf der zweiten Stufe bringt er dann 600 Watt. Wahnsinn, Wärmeleistung. Ja. Okay, wir gehen mal kurz nach hinten, schauen uns mal das Heck noch an, was da noch übrig geblieben ist. Sag mal, das ist so hier, die Schweiz ist ein toller Markt für euch, oder? Ja. Ja gut, die haben aber auch, sagen wir in der Schweiz, die Frage halt nach Qualität. Ne? Ja, absolut.
Es geht ja auch darum, die Straßen in der Schweiz sind relativ eng immer noch. Also viele Straßen sind eng. Das Fahrzeug ist sehr schmal, lässt sich fahren wie ein SUV. Ja. Das ist also, die meisten Leute merken gar nicht, dass sie in einem 7 Meter Fahrzeug drin sind. Nee, die merken das nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Du hast ihn natürlich so reingeparkt, dass man noch die Tür öffnen kann. Ja, gerade so. Gerade so. So, die geht auch weit auf. Und hier können noch Fahrräder rein. Ja. Das heißt, das Bett lässt sich zurückbauen, auf Wunsch. Das Bett lässt sich höher bauen oder man kann auch ein Hubbett reinmachen. Ne? Man könnte da auch eine Ausziehvorrichtung reinmachen, dass man einen Boden rauszieht, wo man was drauflegen kann. Ne? Also das, ja. So, die ist jetzt fest, die Anhängerkupplung. Das ist die Anhängerkupplung und da unten sieht man das Rote. Ja. Da wird ein Rollenträger dran gemacht. Okay, das heißt, der hat natürlich noch Zuladung hier. Ja. Ich glaube 4,25, was hat der? 4,1 Tonnen. 4,1 Tonnen. Jetzt ist noch 450 Kilo Zuladung. Okay. Und da kann ich da hinten dran ruhig noch einen Roller draufstellen. So, wenn jetzt einer sagt, ich will unbedingt ein Luftfahrwerk haben, trotz aller Warnungen, würde gehen. Das geht. So, Platz habe ich hier drin. Ja, mir gefällt es natürlich. Das ist Handarbeit, das ist auch für den Preis begründet. Es sind ganz viele Extras drin. Basisfahrzeug, 6 Zylinder. Ihr habt noch welche jetzt im Vorlauf gehabt oder sind die jetzt alle? Nee, wir haben noch zwei haben wir noch in Vorlauf. Nur die sind schon weg. Schon verkauft. Wobei, ich fahre gerade 4 Zylinder. Also da ist der Trick natürlich 190 PS zu nehmen, also das wäre schon sinnvoll, aber auch der 163 PS, weil ich darf ja eh nur 100 fahren damit. Ja. Das ist ja klar. Ich meine, bei dem entsprechenden Gesamtgewicht gilt aber auch Überholverbot, das ist auch so. Und in Frankreich übrigens gelten für diese Fahrzeuge, ich wohne ja in Frankreich, nicht die Überholverbotbeschränkungen für LKWs. Das ist anders wie in Deutschland. Das ist ganz neu. Also wenn man das mal nachliest, viele sind denn da, also gerade wenn man jetzt hochfährt von Straßburg Richtung hierher, ist da 80 km/h Beschränkung auf fast 100 Kilometern, die gilt nicht für Wohnmobile, auch nicht über 3,5 Tonnen. Das ist anders wie in Deutschland, das ist schon schlimm, dass du manchmal wirklich dann hinter einem LKW hinterherfährst mit so einem Auto, oder? Ja, das macht also mal keinen Spaß. Ja. So, 1, 2 Takte bei euch. Ihr seid, woher kommt ihr? Aus Franken? Jawohl, aus Esselbach. Ja. Das ist bei Marktheidenfeld und liegt genau zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Okay. Aus Franken kommt ja unglaublich viel. Ganz viele Wohnmobilhersteller sind aus Franken, ganz viele Bekannte, auch große. Ich sag mal, die kommen. Was spricht für Franken? Was ist an Franken so gut? Essen? Ja, und Wein. Bier? Ja, Bier auch. Ne, ja, das Essen sowieso. Okay. Ne? Und die sind meistens freundlich, muss ich sagen, die Franken. Ja, ich zeig's mal gar nicht. Bel Mobile, eine kleine Manufaktur. Ungefähr wie viele Fahrzeuge macht ihr im Jahr? Wir machen ungefähr so 8 bis 10 Fahrzeuge. Also ganz klein. Ja, ja. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Erhard Behl, der Chef persönlich heute hier. Und wir schauen uns gleich mal den zweiten an in einem zweiten Video. Der ist auch ziemlich umlagert. Ihr habt natürlich einen tollen Stand hier. Ihr seid wahrscheinlich seit Jahren schon direkt am Eingang. Ja, direkt am Eingang. Und den Stand den wollen wir immer wieder. So, da ist er. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute am 29. Oktober 2021. B-Mobile aus Franken. Mit einem Kürbis übrigens. Das ist jetzt demnächst Halloween. Tschüss.